Ist denn die PepsiCo ein gutes Investment jetzt im Jahr 25? Der Kurs ist ja in den letzten Jahren ein wenig zurückgekommen und aktuell haben wir eine Dividendenrendite von 4%. Wenn man sich den langfristigen Chart ansieht, dann sieht man schon, dass PepsiCo eine gute Performance hingelegt hat, aber zuletzt halt schwächelt. Wir schauen heute, woran das liegt, analysieren kurz das Geschäftsmodell, betrachten dann die Profitabilität der PepsiCo, dann die Belohnung für uns als Aktionäre, die Sicherheit in Form von Verschuldung und so weiter. Dann betrachten wir die aktuelle Bewertung am Markt und auch das Fair Value und am Ende vergleichen wir noch die PepsiCo mit Konkurrenten aus der Konsumgüterwelt. Und wie immer ist das natürlich keine Anlageempfehlung, sondern ich analysiere Aktien mit euch und ihr entscheidet selber, in was ihr investiert und wie ihr mit eurem Geld umgeht. PepsiCo bzw. Pepsi ist weit mehr als Cola. Denn im Snackbereich gehören ebenfalls Chips, Tortilla-Snacks, Haferflocken, Cerealien, Dips oder Müsli-Riegel zu deren Sortiment. Bei Getränken, da decken sie fast alles ab. Softdrinks wie Pepsi, Mountain Dew, 7-Up, aber auch Sport- und Energy-Drinks wie Gatorade, Rockstar oder Celsius. Dazu aber auch Wasser mit Aquafina und Life Water, Eistees mit Lipton-Eistee, Kaffeegetränke und auch über das Joint Venture mit Starbucks. Aber auch das SodaStream Heim Carbonation System gehört zu deren Sortiment. Also die Vielfalt macht PepsiCo schon einzigartig. In der Form gibt es kein weiteres Unternehmen, die so die Getränkesparte und auch die Snacksparte abbilden. In der Getränkesparte ist einer der zentralen Unterschiede zu Coca-Cola auch in der Produktion. Also Coca-Cola, die produzieren überwiegend Sirupe, Konzentrate und füllen sie dann über unabhängige Partner auch ab. Pepsi produzieren hingegen weitestgehend selbst, von der Herstellung bis hin auch zur Verpackung. Noch deutlicher wird das Ganze bei Snacks und Nahrungsmitteln, denn über ihre Marken Frito-Lay und Quaker laufen fast vollständig über die Eigenproduktion, inklusive der ganzen Verpackung und auch der Distribution. Ja, das gibt ihnen halt mehr Kontrolle über die Qualität, den Herstellungsprozess, Kosten und Marge und auch die Produktplatzierung. Der Snack- und Lebensmittelbereich macht den größten Umsatzanteil aus, denn rund 58% erwirtschaften sie mit Snacks und Lebensmitteln, nur 42% mit den Getränken. In den USA, da erreichen sie 56% der Erlöse, die restlichen 44% kommen aus internationalen Märkten. Schaut man tiefer, dann sieht man, dass Frito-Lay Nordamerika 27% dazu beiträgt, PepsiCo Beverages Nordamerika 30%, Quaker Foods noch 3%. Außerhalb der USA sind Lateinamerika mit 13%, Europa mit 15% und die Region Afrika, Nahost und Südasien mit 7% noch am Umsatz beteiligt. Weitere 5% kommen noch aus Asien-Pazifik und auch aus China. Also regional sind sie schon sehr breit aufgestellt. Und aktuell stehen sie ja ziemlich unter Druck, was man auch im Aktienkurs zuletzt ganz gut sieht. Denn der Druck kommt hier von mehreren Seiten. Zum einen, da reagieren Konsumenten derzeit ein wenig sensibel auf Preiserhöhungen und kaufen deswegen auch gerne Handelsmarken oder Eigenmarken der Supermarktketten, weil ihnen die Markenprodukte zu teuer werden. PepsiCo reagiert mit kleineren Packungen und naja, das führt aber insgesamt dazu, dass einfach weniger Volumen abgesetzt wird. Besonders in Nordamerika fällt das gerade auf. Gleichzeitig belasten aber auch höhere Rohstoffpreise, höhere Energiepreise, aber auch Verpackungskosten die Margen. Dazu kommen dann noch allgemein die geopolitischen Risiken wie Zölle, aber auch Produktrückrufe, die es in letzter Zeit gab. Die haben auch ein wenig Vertrauen in das Unternehmen auch geschmälert. Auch beim Thema Innovation, da hinken sie manchmal so ein bisschen hinterher. Sie streben zwar auch gesündere Produkte an und erweitern ihre Produktpalette, aber sind dann immer so ein bisschen der Nachzügler. Also sie gehen da weniger proaktiv vor, sie reagieren eher auf den Markt. In Summe musste halt das Unternehmen auch zuletzt seine Umsatzprognosen senken, was die Anleger dann noch mehr verunsichert hat. Und der Druck wird halt auch noch verstärkt durch aktivistische Investoren, die halt fordern, auch mehr Kostendisziplin an den Tag zu legen und strategische Anpassungen zu tätigen. Aber das Unternehmen hat natürlich auch Stärken und Entwicklungschancen. Und die größte Stärke ist hierbei auch die globale Diversifikation mit über 200 Ländern, in denen sie aktiv sind. Dazu halt die Kombination aus Snacks und Getränken. Das macht die Abhängigkeit vom reinen Getränke- oder Softdrinksmarkt auch schwächer. Mit Marken wie Pepsi, mit Lay's, mit Doritos, Gatorade, Quaker und SodaStream. Da verfügt das Unternehmen schon über globale Marktführer in vielen Kategorien. Ein zusätzlicher Vorteil ist auch die Distribution.
denn durch dieses Direct Store Delivery System hat PepsiCo direkten Zugang auch zum Handel und kann auch dafür sorgen, dass seine Marken im Regal gut positioniert werden. Wachstumschancen gibt es aktuell auch etliche, denn zum einen gibt es ja den Trend zu gesünderen Produkten, Zero Sugar, Better for You Snacks und so weiter. Und da haben sie jetzt auch ihren Fuß drin und haben auch Zukäufe getätigt, aber auch die Expansion in Schwellenländer, die kann noch eine Chance sein und auch mehr E-Commerce. SodaStream wird hier vor allen Dingen auch groß über E-Commerce vermarktet und abgerundet wird das Ganze halt über ja, immer mal wieder neue Innovationen und strategische Zukäufe wie Siete Foods zuletzt oder Sabra. Auch der CEO Ramon Laguarta, der hat sich zuletzt ganz optimistisch gezeigt, denn er meint, dass PepsiCo den internationalen Erfolg auch weiter ausbauen möchte und gleichzeitig auch dafür sorgen möchte, dass Nordamerika wieder gestärkt wird, mit dem Fokus auf mehr Innovation und Portfolio und auch konsequenter Kostenoptimierung, mit dem Ziel, mehr Wachstum und Profitabilität nachhaltig auch an den Tag zu legen. Dann schauen wir doch jetzt mal, wie profitabel sie eigentlich heute schon sind. Und hier sieht man, dass sie ihren Umsatz seit Jahren eigentlich stetig steigern konnten, von rund 60 Milliarden auf zuletzt über 90 Milliarden Dollar. Der Gewinn, der ist zwar immer mal wieder ein wenig geschwankt, weil die Kosten auch für Rohstoffe und Energie auf die Margen gedrückt haben, aber im Trend sieht man hier schon eine positive Aufwärtstendenz. Die operative Gewinnmarge liegt derzeit bei 15,2%. Im Trend ist sie auch relativ stabil, in letzter Zeit so ein bisschen zurückgekommen, aber grundsätzlich eigentlich eher stabil. Bei der Eigenkapitalrendite und auch bei dem Return on Invested Capital sieht man ebenfalls, dass der Trend eher gleichbleibend ist. Ein bisschen schwankend in den letzten Jahren, okay, aber in der Regel haben sie immer Eigenkapitalrenditen rund um die 40% erreicht. Das ist schon eine effiziente Nutzung. Und der Return on Invested Capital von 16,6% ist auch ein Zeichen, dass PepsiCo das Kapital schon sinnvoll einsetzt, um Gewinne damit zu erzielen. Und lasst mir gerne ein Gefällt mir da, wenn euch das Video bis jetzt gefällt, und abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Aktienanalysen von mir verpassen wollt. Dann schauen wir doch mal auf die Belohnung für uns Aktionäre und erstmal auf die Dividendenrendite. Sie liegt ja derzeit bei 4% und bei verschiedenen Quellen im Internet hat man ja immer mal gelesen, ja, sie sei gerade so günstig, aber im historischen Vergleich ist das gar nicht so günstig, denn früher waren sie auch schon mal bei 4%. Nur in den Jahren davor hatten wir mal eine niedrigere Dividendenrendite. Die Steigerungen sind die Regel bei der PepsiCo, denn sie sind schon ein Dividendenkönig. Denn sie steigern ihre Dividenden seit 53 Jahren. Im letzten Jahr haben sie nur noch knapp 4,98, also 5% erhöht, auf die letzten 5 Jahre im Schnitt pro Jahr um 7,45% und auf die letzten 10 Jahre im Schnitt um 7,64%. Damit haben sie schon Mehrwert in Form von Dividendensteigerungen für euch und für uns erreicht. Aber die Ausschüttungsquoten sind derzeit in einem kritischen Gebiet, denn auf den Gewinn wird über 70% ausgeschüttet. Das finde ich schon grenzwertig, also das heißt doch so, bis 70% ist okay, aber ich finde, es sollte einfach nicht höher werden. Auf den Free Cashflow liegen sie oberhalb des guten Bereichs, denn sie schütten 108% aus. Das finde ich schon nicht mehr nachhaltig. Die nachhaltige Wachstumsrate allerdings, bezogen auf die Eigenkapitalrendite von 39,9, also fast 40%, und die Ausschüttungsquote auf den Gewinn von über 70%, beträgt aber immer noch 11,7%, was die PepsiCo theoretisch intrinsisch jedes Jahr wachsen könnte aus eigenen Mitteln. Und die 70% Ausschüttungsquote auf den Gewinn hier sind die aktuellen Zahlen vom Aktienfinder. In anderen Quellen habe ich auch schon was über 90% aktuell gesehen. Also hier sind sie gerade wirklich stark am Limit. Auch Aktienrückkäufe gehören bei der PepsiCo zur Regel. Aktuell haben sie aber nur eine Rückkaufrendite von 0,5%. In der Vergangenheit war das schon höher. Obwohl der Kurs ein wenig zurückgekommen ist, hätten wir über die letzten Jahre dennoch eine positive Rendite eingefahren. Denn auf die letzten 5 Jahre ohne Dividenden hätten wir einen reinen Kursgewinn von 7,8% noch erreicht, mit Dividenden einen Total Return von 26,3%. Auf die letzten 10 Jahre gerechnet einen reinen Kursgewinn von 52,3% und mit Dividenden einen Total Return hätten wir von 96,9%, also fast einen Verdoppler erreicht. Dann schauen wir mal auf die Sicherheit und besonders auf die Verschuldung und den Free Cashflow. Und bei der Verschuldung zeigt sich PepsiCo gar nicht so kritisch, wie sich das in manchen Medien anhört.
Sie sind zwar nicht schuldenfrei, aber mit einer Verschuldung im Verhältnis zum EBITDA von 2,8 Mal ist das gar nicht so kritisch. Also das Unternehmen müsste knapp 2,8, also knapp 3 Jahre EBITDA erwirtschaften, um alle Schulden zurückzuzahlen. Im Verhältnis zum Eigenkapital liegt die Quote bei 21%. Das ist jetzt auch im moderaten Niveau, also gar nicht so hoch. Die Trends, die schwanken hier aber auch. Also die Verschuldung ist auch nicht gestiegen in den letzten Jahren. Sie bewegt sich eigentlich immer auf einem recht konstanten Niveau. Der Zinsdeckungsgrad, der zeigt sogar in eine positive Richtung, denn die Zinsdeckung nimmt aktuell zu. Mit 16 mal EBIT kann die PepsiCo die Zinsen auch noch locker abdecken. Ja. Schwächer sieht es beim Free Cashflow aus. Hier gibt es noch stärkere Schwankungen, weil auch hohe Investitionen und Dividendenausschüttungen auch den Cashflow belasten. Insgesamt hat man hier aber auch ein solides Niveau noch. Also sie bleiben finanziell stabil. Ich sehe hier jetzt nicht so wirklich Risikofaktoren und sie bleiben auch zahlungsfähig. Beim Blick auf den Buchwert zeigt sich ein typisches Bild für so einen Konsumgüterriesen. Der Buchwert je Aktie ist jetzt nicht besonders hoch im Vergleich zum Aktienkurs, aber der Trend zeigt leicht in eine positive Richtung, was erstmal jetzt auch nicht schlecht ist. Also sie werden hier einfach nicht schlechter. Der Substanzwert liegt im negativen Bereich, ganz klar, weil sie halt auch durch Zukäufe einen hohen Goodwill haben und durch ihre Marken natürlich auch viel Markenrechte mit eingepreist haben, wodurch der materielle Buchwert, also der Substanzwert, hier negativ ist. Ist aber erstmal auch für so einen Markenriesen nichts Schlechtes. Reine Value-Investoren würden das jetzt ein bisschen anders sehen, aber als reines Value-Investment kann man die PepsiCo jetzt auch nicht betrachten. Ja, ist die PepsiCo denn jetzt zum aktuellen Niveau überbewertet, günstig bewertet oder fair? Deswegen schauen wir jetzt mal auf so ein paar Bewertungskennzahlen. Und wie man hier sieht, ist das KGV bei 26 und damit liegen sie wirklich nicht in einer Unterbewertung. Und die 26 im KGV waren auch im Trend in den letzten Jahren genauso hoch. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis zeigt sich mit 10,5 schon ein höherer Wert, ist aber auch für Konsumgüterkonzerne erstmal gar nicht so untypisch. Die leben halt stark von Markenwerten. Beim Verhältnis Preis zum Free Cashflow haben wir hier eine 27,5. Das ist auch ein Aufpreis. Also PepsiCo ist kein Schnäppchen. Anleger bezahlen hier schon auch für das große Konsumgüter-, Riesen- und Markengeschäft. Und wenn wir dann nochmal schauen, was denn eigentlich das Fair Value wäre, anhand verschiedener Modelle und auch der Meinungen der Analysten, sehen wir, dass PepsiCo auch hier nicht wirklich unterbewertet ist, sondern auch eher fair bewertet. Der Aktienkurs liegt ja derzeit bei $142 ungefähr. Laut Investing Pro liegt der faire Wert der Aktie bei $149, laut der Modelle im Durchschnitt. Also haben wir hier ein geringes Aufwärtspotenzial von rund 5%. Die Analysten sehen ein Kursziel von etwa $154 im Durchschnitt und sehen dort ein wenig mehr Luft nach oben. Aber insgesamt reichen die Modelle von im Schnitt $108 bis zu $165. Die Unsicherheit ist hier relativ gering. Also unterm Strich sind sie solide bewertet, vielleicht leicht unterbewertet. Ja, also eine kleine Tendenz nach oben ist hier durchaus auch sichtbar. Kurzer Einschub. Auch heute möchte ich euch gerne Investing Pro vorstellen, das Subscription-Modell von Investing.com. Denn hier gibt es die ProPix KI-Modelle, die alle den Anspruch haben, die Indizes outzuperformen. Heute schauen wir uns hier mal explizit die Techstars an, denn die möchten den S&P 500 outperformen, indem sie jeden Monat neue Unternehmen selektieren, die besonders gute Chancen haben, hier den S&P 500 outzuperformen. Insgesamt durch diese Modelle ist durch die Jahre hinweg eine Outperformance von über 2000% zustande gekommen. Und im Monat September hat hier die KI zum Beispiel die Oracle selektiert, die Astera Labs, die Exilis oder auch die Marvel Technologies zum Beispiel und traut denen besondere Performance zu. Wenn du dich auch für diese KI-Modelle und für Investing Pro interessierst, dann schau gerne mal rein. Das gehört auch zu Investing.com, also ist schon was Seriöses und den Link dazu findet ihr unten in meiner Videobeschreibung und ihr bekommt auch über meinen Link 15% Rabatt. Aber ob die ganzen Kennzahlen jetzt wirklich gut sind und ob die Bewertung jetzt wirklich fair ist, das sehen wir letztendlich nur im Wettbewerbsumfeld. Und als Wettbewerber, die ich heute in meiner Analyse vergleiche mit der PepsiCo, habe ich mitgebracht. Zum einen die Nestlé, der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern mit starker Ausrichtung momentan auch auf Gesundheit und Wellness. Dann natürlich die Coca-Cola, die viele ja als direkten Konkurrenten sehen.
Das ist aber ein reiner Getränkeriese. Global stark, aber halt ohne Snacks und auch deutlich leichter im Geschäftsmodell. Dann habe ich noch die Kellanova, früher Kellogg's, mitgebracht. Die konzentrieren sich auch komplett auf Snacks und Cerealien mit den Pringles Chips zum Beispiel oder Cheez-It. Aber haben auch keine Getränke. Und dann habe ich noch die General Mills mitgebracht. Die haben auch Marken wie Cheerios oder Häagen-Dazs mit dem Eis. Sie sind ein eher defensiver Lebensmittelkonzern und vor allem in Nordamerika und auch in Europa stark. Ja, dann schauen wir doch mal auf die Kennzahlen. Bei der operativen Gewinnmarge, da führt die Coca-Cola ganz deutlich. Mit über 31% operativer Gewinnmarge sind sie nämlich doppelt so profitabel wie PepsiCo, wie Nestlé oder auch wie General Mills. Die liegen alle bei rund 15, 16, 17% und ja, auf einem recht ähnlichen Niveau. Also Coca-Cola, die stechen hier wirklich deutlich hervor. Bei den Kapitalrenditen, da haben sowohl die PepsiCo als auch die Coca-Cola die höchste Eigenkapitalrendite. Coca-Cola noch ein bisschen besser mit über 40%. Bei den ROIC-Renditen, also bei dem Return on Invested Capital, hier liegt ebenfalls die PepsiCo leicht vorne, beziehungsweise nicht ebenfalls, hier liegen sie vorne mit 16,6%, Coca-Cola an zweiter Stelle mit 15,6%, Kellanova mit 14,4%, Nestlé mit 12,5% und General Mills mit der schwächsten Kapitalrendite von 11,2%. Wenn wir jetzt mal die Dividendenrenditen mit den Ausschüttungsrenditen gegenüberstellen, dann sehen wir ein sehr, sehr interessantes Bild. Denn PepsiCo schütten hier laut den Kennzahlen von Investing Pro fast 100% auf den Gewinn aus an Dividende und erreichen damit eine Dividendenrendite von 4%. Nestlé schütten ebenfalls ganz schön viel aus mit 76% Ausschüttungsquote, haben auch 4,2% Dividendenrendite. Am drittstärksten schüttet Coca-Cola aus mit 69,4% Ausschüttungsquote, aber nur 3,1% Dividendenrendite. Kellanova schütten nur 59% aus von ihrem Gewinn, haben eine Dividendenrendite von derzeit 3%. Und General Mills, die schütten bezogen auf ihren Gewinn am wenigsten aus, nämlich nur 45,6%. Und die sind damit wirklich in einem sehr soliden Niveau, aber erreichen eine Dividendenrendite von 4,8, also von fast 5%. Und somit ist hier in dem Vergleich General Mills mein Gewinner. Bei der Verschuldung hingegen sieht es wieder ein bisschen anders aus. Hier überzeugen mich eher die Coca-Cola und auch die Kellanova, weil Coca-Cola die geringste Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital hat, Kellanova hingegen die geringste Verschuldung im Verhältnis zum EBITDA. PepsiCo liegt ein wenig höher mit 2,8-facher Verschuldung zum EBITDA, also unwesentlich höher als Kellanova und nur unwesentlich höher als der Verschuldungsgrad zum Eigenkapital. Nestlé und auch General Mills sind hier so ein bisschen die Verlierer, denn sie sind am höchsten verschuldet. Auf den EBITDA ist Nestlé mit 3,6-fachem EBITDA verschuldet und General Mills sogar mit 3,7-fachem. Und im Verhältnis zum Eigenkapital hat Nestlé eine Verschuldung von 26% und General Mills von 34,9%. Also hier ist General Mills der Verlierer in der Verschuldung. Und jetzt sehen wir wieder eine kleine Überraschung, denn wenn wir auf die Gesamtrenditen, also die Belohnung für uns Aktionäre schauen in Form von Dividenden und von Aktienrückkäufen, dann sehen wir, dass die General Mills hier weit vorne liegt, denn sie kaufen derzeit rund 6% eigener Aktien zurück. Und das Ganze wundert mich etwas, weil sie ja auch die höchste Verschuldung haben von allem. Also warum schaffen sie nicht einfach Mehrwert, indem sie die Verschuldung ein bisschen senken? Das würde, glaube ich, dem Aktienkurs der General Mills auch ganz gut tun. Also insgesamt, wenn wir jetzt rein auf die Zahlen schauen, ohne das irgendwie zu begründen oder zu erläutern, sehen wir, dass General Mills hier der Gewinner ist. Danach kommt mit weitem Abstand die Nestlé, dann die PepsiCo, dann die Coca-Cola und das Schlusslicht bildet die Kellanova. Wenn wir jetzt mal betrachten, mit welchem Investment wir in den letzten 5 Jahren den höchsten Total Return erzielt hätten, sehen wir ganz deutlich, dass hier die Coca-Cola und auch die Kellanova ungefähr gleich aufliegen, also 49,8 oder 50,5%. Das ist jetzt nicht so viel Unterschied für mich, deswegen sind für mich beide die Gewinner. Mit PepsiCo hätten wir noch 26,3% Total Return erreicht, mit General Mills hingegen noch 7,2%. Also hier würde es sich wirklich mal eine Investition gegen die Verschuldung, glaube ich, lohnen, dass der Aktienkurs auch mal wieder ein bisschen Aufwind erfährt. Denn die gute Belohnung für die Aktionäre in Form von Dividenden und auch von Rückkäufen haben den Kurs jetzt nicht alleine beflügelt. Also hier
würde sich mal ein kleines Investment gegen die Schulden lohnen. Und mit Nestle hätten wir einen Verlierer im Portfolio gehabt mit minus 19,8% Total Return. Auch beim Vergleich der Bewertung sieht man jetzt, dass die PepsiCo tatsächlich nicht wirklich günstig ist. Denn sie ist im Verhältnnis zu ihren Wettbewerbern am teuersten bewertet mit 25,7. Coca-Cola ist noch günstiger bewertet mit 23,5, die Kellanova mit 20,2, Nestlé mit 18,1 und am günstigsten bewertet ist General Mills mit 9,2. Ja, wo sehen denn jetzt die Analysten und auch die Investing Pro Bewertungsmodelle das höchste Upside-Potenzial? Ja, ich habe hier mal beide Kennzahlen dargestellt und jeweils den Mittelwert aus Analystenkursziel und auch Investing Pro Fair Value gebildet. Und hier sehen wir den Gewinner bei Nestlé, also hier sehen die Analysten 18,1% Upside-Potenzial und die Modelle 6,9%. Bei PepsiCo 9,7 und 4,9%. Bei Coca-Cola sehen wir 18,9% Upside-Potenzial laut Analystenschätzungen, aber ein Abseitspotenzial, also Abwärtspotenzial von 2,6% in den Modellen. Kellanova, da sehen die Modelle ebenfalls eine Überbewertung von über 11%. Aber die Analysten sagen, wir sehen hier Aufwärtspotenzial von 7,9%. General Mills haben in beiden Ansichten ein Aufwärtspotenzial 13% bei den Bewertungsmodellen und die Analysten sehen hier noch 5,3%. Ja, dann komme ich mal zum Fazit. Lohnt sich ein Investment in die PepsiCo? Jein, also das große Manko sehe ich derzeit bei der hohen Ausschüttungsquote von nahezu 100% des Gewinns. Hier ist also eigentlich gar keine Luft mehr nach oben für weitere Dividendensteigerungen. Sie möchten natürlich auch ihre Rolle als Dividendenkönig nicht verlieren und die Sequenz auch nicht unterbinden. Und deswegen werden sie auch weiterhin wahrscheinlich nur leicht erhöhen. Aber das Ganze ist dann halt nicht mehr nachhaltig, weil sie dann einfach ihre Gewinne auch damit übersteigen. Und ja, langfristig kann das halt wirklich zu Problemen führen. Also sie müssen profitabler werden, um sich auch weiterhin Dividendensteigerungen leisten zu können am Markt. Von der Bewertung her sind die Konkurrenten allesamt etwas günstiger bewertet. Und auch hier würde ich jetzt nicht sagen, die PepsiCo lohnt sich im Vergleich zu den Wettbewerbern mehr. Im Gegenteil, ich finde so zum Beispiel anhand der Kennzahlen, dass die General Mills hier deutlich attraktiver erscheint zurzeit. Und hier lohnt sich auch mal ein genauerer Blick. Also ich würde nicht sagen, die PepsiCo ist im Moment der günstigste Wert im Vergleich zu allen Konsumgüterriesen hier. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Wert davon euch interessiert, wo ihr vielleicht auch sagt, da lohnt sich ein Investment für euch oder den habt ihr schon im Portfolio, würde mich mal sehr interessieren. Und wenn ich euch einen der anderen Werte mal vorstellen soll, Coca-Cola habe ich ja schon mal analysiert, das war mein allererstes Unternehmen auf dem Kanal hier. Aber wenn euch nochmal die General Mills interessiert zum Beispiel, schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare. Ja, ein weiteres spannendes Unternehmen, was ihr vielleicht gerade nicht auf dem Schirm habt, ist aber die Carnival Corporation. Ein Kreuzfahrtunternehmen, die aber gerade eine sehr positive Tendenz zeigen in der Profitabilität. Schaut es euch gerne an, das Video habe ich euch da oben verlinkt. Und falls ihr euch für die grundsolide Münchner Rück interessiert, dann habe ich euch das Video dazu auch hier oben verlinkt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao, ciao.